Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu unserer heutigen Sendung Alles im Wandel. Unsere Welt befindet sich in einem ständigen Veränderungsprozess, ob durch technologische Innovationen, gesellschaftliche Entwicklungen oder veränderte Lebensweisen. Doch welche Auswirkungen haben diese Veränderungen auf unser tägliches Leben? Verlieren wir durch den Fortschritt wichtige Werte oder eröffnet er uns neue Chancen? Genau darüber sprechen wir heute mit zwei Experten. Zum einen begrüße ich Frau Dr. Julia Meyer, Soziologin mit Schwerpunkt gesellschaftlicher Wandel. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Und unser zweiter Gast ist Herr Thomas Berger, Unternehmer im Bereich nachhaltiger Produkte. Schön, dass Sie heute dabei sind. Vielen Dank. Ich bin gespannt auf die Diskussion. Lassen Sie uns mit einem grundlegenden Thema beginnen. Gleichberechtigung. In den letzten Jahrzehnten hat sich in diesem Bereich viel getan, doch die Debatte ist nach wie vor aktuell. Frau Dr. Meyer, wie hat sich Ihrer Meinung nach die Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft entwickelt? Gleichberechtigung ist heute ein zentraler gesellschaftlicher Wert. In vielen Ländern gibt es Fortschritte, etwa in der Arbeitswelt oder im Familienleben. Dennoch gibt es weiterhin Ungleichheiten, insbesondere bei der Bezahlung oder der Verteilung von Führungspositionen. Wir sind auf einem guten Weg, aber es bleibt noch viel zu tun. Meine Forschung zeigt, dass traditionelle Rollenbilder in manchen Bereichen immer noch sehr präsent sind und insbesondere Frauen oft doppelt so viel unbezahlte Care-Arbeit leisten wie Männer. Ich stimme Ihnen zu, doch ich denke, dass wir auch kulturelle Unterschiede berücksichtigen müssen. Während in manchen Ländern Gleichberechtigung schon weit fortgeschritten ist, gibt es in anderen Regionen noch erhebliche Herausforderungen. Auch in Unternehmen müssen Frauen stärker in Führungsrollen gefördert werden. In meiner Firma setzen wir gezielt auf Diversität, indem wir transparente Einstellungsverfahren und flexible Arbeitsmodelle fördern, sodass sich sowohl Frauen als auch Männer gleichermaßen weiterentwickeln können. Welche konkreten Maßnahmen könnten dazu beitragen, dass Gleichberechtigung nicht nur ein Ideal bleibt, sondern Realität wird? Bereits in der Schule sollte mehr Wert auf die Gleichstellung von Mädchen und Jungen gelegt werden, indem man stereotype Rollenbilder hinterfragt und gleiche Chancen für alle fördert. Zudem wäre es sinnvoll, in Unternehmen gezielte Förderprogramme für Frauen zu etablieren, die ihnen den Zugang zu Führungspositionen erleichtern. Ich denke, dass gesetzliche Vorgaben, wie zum Beispiel verpflichtende Lohntransparenz oder Quoten für Frauen in Vorständen, einen positiven Einfluss haben könnten. Doch neben der Gesetzgebung ist es auch wichtig, dass sich unsere Denkweise ändert und wir Gleichberechtigung im Alltag aktiv leben. Ein weiteres Thema, das sich stark gewandelt hat, ist unsere Ernährung. Herr Berger, Sie beschäftigen sich mit nachhaltigen Produkten. Welche Trends sehen Sie? Der Trend geht klar in Richtung bewusster Ernährung. Viele Menschen achten darauf, saisonale und regionale Produkte zu kaufen, weil sie dadurch nicht nur ihre Gesundheit fördern, sondern auch die Umwelt schonen. Außerdem entscheiden sich immer mehr Menschen für eine pflanzenbasierte Ernährung, da sie nachhaltiger ist als eine fleischlastige Ernährungsweise. In meiner Produktion setzen wir beispielsweise auf biologisch angebaute Rohstoffe und kurze Lieferketten, um den ökologischen Fußabdruck so gering wie möglich zu halten. Das ist ein wichtiger Punkt. Allerdings darf nachhaltige Ernährung kein Privileg für Wohlhabende sein. Wenn gesunde Lebensmittel für alle erschwinglich sein sollen, müsste die Politik Maßnahmen ergreifen, um etwa Subventionen für nachhaltige Landwirtschaft zu erhöhen und ungesunde, umweltschädliche Produkte weniger attraktiv zu machen. Meine Untersuchungen zeigen, dass vor allem junge Menschen ein starkes Bewusstsein für nachhaltige Ernährung entwickeln, aber oft durch hohe Preise abgeschreckt werden. Neben Ernährung hat sich auch die Art und Weise, wie wir Beziehungen führen, durch die Digitalisierung enorm verändert. Wie beeinflusst das Internet unsere zwischenmenschlichen Beziehungen? Die Art, wie wir kommunizieren, hat sich drastisch verändert. Einerseits ermöglichen soziale Netzwerke und Videotelefon den Kontakt über große Entfernungen hinweg. Andererseits kann die ständige Erreichbarkeit auch Stress verursachen und zu einer Oberflächlichkeit in den Beziehungen führen. Studien zeigen, dass viele Menschen das Gefühl haben, ständig online sein zu müssen, was zu digitalem Stress führt.
Ich sehe das ähnlich. Vor allem im Arbeitsalltag wird immer häufiger digital kommuniziert, was zwar effizient ist, aber oft den persönlichen Austausch ersetzt. Deshalb sollten wir darauf achten, dass zwischenmenschliche Begegnungen nicht vernachlässigt werden. Auch unser Konsumverhalten hat sich stark verändert. Wir kaufen heute anders als früher, oft online und immer schneller. Herr Berger, wie gehen Sie in Ihrer Produktion mit diesem Wandel um? Der Onlinehandel boomt, doch immer mehr Menschen entscheiden sich bewusst für nachhaltigen Konsum. Anstatt ständig neue Produkte zu kaufen, setzen viele auf langlebige, hochwertige Waren oder greifen auf Second-Hand-Artikel zurück. In meinem Unternehmen haben wir uns bewusst gegen Massenproduktion entschieden und setzen stattdessen auf recycelbare Materialien und fair gehandelte Rohstoffe. Zudem bieten wir Reparaturservices an, damit unsere Kunden Produkte länger nutzen können, anstatt sie wegzuwerfen. Trotzdem wird der Konsumdruck durch Werbung und soziale Medien immer größer. Viele Menschen kaufen Dinge, die sie gar nicht wirklich brauchen, weil sie von Rabatten oder Influencern beeinflusst werden. Hier wäre es wichtig, ein bewussteres Konsumverhalten zu entwickeln. Meine Untersuchungen zeigen, dass insbesondere junge Erwachsene oft impulsiv kaufen, sich aber gleichzeitig mehr Nachhaltigkeit wünschen. Es wäre sinnvoll, Aufklärungskampagnen zu starten, um ein besseres Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu schaffen. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem stetigen Wandel. Und es liegt an uns, wie wir mit diesen Veränderungen umgehen. Vielen Dank, Frau Dr. Meyer und Herr Berger, für Ihre Zeit und Ihre wertvollen Einblicke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was denken Sie über diese Themen? Schreiben Sie uns oder diskutieren Sie mit uns in den sozialen Medien. Das war Alles im Wandel. Bis zum nächsten Mal.